Herzlich willkommen. Wir sind heute zu Gast bei Seiner Hoheit Julius Eduard Erdmann, Ernst August Prinz von Anhalt. Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Räumlichkeiten zeigen und öffnen und wir Ihnen ein paar Fragen stellen dürfen. Gerne. Willkommen. Dankeschön. In meiner Heimat. Und Sie haben eine reiche Geschichte. Und deswegen wollten wir ein paar Hintergrunderfahrungen mal über Sie und Ihre Person in Erfahrung bringen. Sie haben ja viele berühmte Persönlichkeiten in Ihrer Familie, wie beispielsweise Albrecht der Bär oder Katharina die Große. Was hat seine königliche Hoheit von seinen Vorfahren lernen können und für sich mitnehmen können? Also wie gesagt, es sind ja fast 30 Generationen und jede Generation hatte ihren Fürsten und die waren natürlich nicht alle so toll. Die musste man erstmal erlernen, was hat der eigentlich so im Laufe für die Familie, aber vor allem fürs Volk und die Menschen getan. Und da gibt es große Lehrstücke im Negativen wie im Positiven. Sie persönlich, welches Vorbild würden Sie in Ihrer Familie am ehesten sehen, von dem Sie am meisten lernen konnten? Also ich würde sagen, für mich der Revolutionär auf seinem Fürstenthron war, den man heute noch Vater Franz nennt, ein direkter Urgroßvater von mir, der Fürst der Aufklärung in Deutschland, der einen wunderbaren englischen Garten, den ersten englischen Garten auf dem europäischen Kontinent geschaffen hat, für jeden zugänglich. Ein Problem heute, weil man keinen Eintritt verlangen kann. Aber jedenfalls ein wunderschöner Garten zur Erweiterung des Horizonts und auch zu sehen, wie Natur und Mensch zusammenpasst. Und da kann man, wenn man mit offenen Augen und mit offenem Herzen und mit vollem Bewusstsein da durchgeht, unglaublich viel lernen. Und das hat er uns vermittelt bis heute. Ja, wunderbar. Wie sehen Sie jetzt Ihre eigene persönliche Aufgabe in dieser heutigen Zeit? Also meine Aufgabe sehe ich im Grunde mal als genetischer Historiker zu sehen, wie hat sich die Welt entwickelt. Und für mich ist es ganz wichtig, dass das Zusammenleben der Menschheit passt. Wir haben, wie gesagt, einen riesigen Bevölkerungszuwachs auf dem Globus. Das ist erstmal eine Ernährungsfrage, dass das alles friedlich abläuft und auch eine Verteilung der Werte, angefangen vom Geld bis hin zur, wie verhalte ich mich dem anderen gegenüber und lasse ihm seinen Lebensraum. Also das bedeutet, man muss Werte bewusst übertragen bekommen, ob in der Schule oder schon im Kindergarten. Und diese Werte, die tragen uns dann durchs Leben und die machen dann das Leben auch lebenswert. Weil wenn man dauernd so dem anderen im Weg steht, weil der sagt, ich bin ja hier der Obermacher oder so, das geht heute nicht mehr. Also ich habe auch das Gefühl, dass die Menschen wieder diese Werte suchen und die unterstütze ich dann und vielleicht habe ich sie sogar auch angestoßen manchmal. Wunderbar. Das heißt, hier im Raum, hier in der Stadt sind Sie tätig für die Schulen? Und Nein, ja, also ich meine, ich habe ja auch ein Buch geschrieben, mit diesem Buch reise ich, mache Lesungen und so weiter. Und in diesem Buch treffen zwei Welten aufeinander, weil es ist die Biografie meines Vaters, der letzte oder der einzige im 20. Jahrhundert geborene deutsche Landesfürst, der auch noch auf den Thron gekommen ist, auch wenn nur für Wochen, aber der immerhin erzogen wurde als ein Fürst. Und der hat doch auch sehr viel, ja, oft reflektiert in meine jetzt moderne Familie. Modern bin ich ja heute mit 80 auch nicht mehr ganz, aber sagen wir mal, ich konnte Werte übernehmen und meinen Kindern und Enkeln, von denen ich glücklicherweise 5 habe, zu übertragen. Und das ist eine große Freude, wenn man sieht, so einen Fürst, der heute noch Vater Franz genannt wird von den Menschen im Land. Und haben Sie auch innerhalb der Familie eine fürstliche Erziehung genießen dürfen? Also das kann man, wir waren ja Flüchtlinge dann, haben im Exil gelebt, in einem sehr schönen Exil, nämlich Bayern. Und ich bin dann eben durch die Welt gereist. Ich bin sehr oft an den Eisernen Vorhang gereist und habe rübergeschaut, hier im Harz. Und nur ein paar Kilometer auf der anderen Seite war die Heimat. Ja. Die paar Kilometer konnte ich nicht reisen, aber 40.000 Kilometer nach Westen. Und das war schon deprimierend auch, weil ich meine,
Jemand, der so an Heimat gebunden ist, historisch wie ich, hat darunter sehr gelitten. Naja, aber dann ist er durch die Welt gereist und ja, hat viel gesehen von der Welt und hat mich auch wohlgefühlt, war in Spanien in der Schule am Schluss und dann in Amerika und so. Also die Welt war dann meine Heimat, aber es fehlte mir der Ort und das war Ballenstedt, da wo wir heute sitzen. Ja. Das war immer mein Traumort, den ich mit 4 Jahren verlassen musste. Ja. Es gab ja viele Reformen innerhalb Deutschlands, beispielsweise 1919 zu Beginn der Weimarer Republik wurde ja beschlossen, dass das Adelsrecht nicht mehr verliehen werden darf, dass es nur noch im Namen getragen werden darf. Dann gab es ja die Verfolgung im Nationalsozialismus in der DDR, wie Sie ja schon angedeutet hatten. Wie sehen Sie jetzt allgemein die Zukunft des Adels in Deutschland, jetzt nachdem das alles widerfahren ist? Ja, also in der Weimarer Republik wurde meiner Ansicht nach der Fehler gemacht, dass man nicht eine ganz klare Linie gemacht hat zwischen Monarchie und einer zukünftigen Demokratie. Also ich meine zum Beispiel zu sagen, du behältst deinen Titel in deinem bürgerlichen Familienname, also das ist, da fehlt mir die Logik. In jedem anderen Land, wie zum Beispiel Österreich, da heißt oder hieß dann der Kaiser Enkel und die Kaisernachkommen hießen Herr und Frau Habsburg. Familienname. Ja. Ich würde heißen Herr Askanien, das ist mein Familienname und meine Kinder auch. Das würde überhaupt nichts daran ändern, dass wir in der Tradition weiterleben. Der Name nach außen ist ganz was anderes, aber er macht einen von Anfang an zu einem Objekt des öffentlichen Interesses, von der linken Seite böse angeschaut, von der rechten Seite vielleicht überzogen gut angeschaut und so weiter. Man muss den Menschen auf sich wirken lassen und das hatten nun meine Vorfahren ja, sie konnten zeigen, was sie konnten. Sie konnten gegenüber dem Bürger zeigen, ich bin für euch da, ich baue für euch, ich bringe Hospitäler für die Kranken. Bei mir lebt keiner auf der Straße, weil jeder hat sein Dach über dem Kopf und sein Auskommen bis zu seinem Lebensende. Und ja, ich meine, ich finde, da in dem Zusammenhang war die Monarchie stärker, was ich heute in Berlin sehe. Also da muss ich sagen, also die Fürsorge für viele Menschen fehlen mir in so einem so reichen Land wie hier, wenn Rentner irgendwo an eine Esstafel gehen müssen, um zu überleben, dann fehlt mir das Verständnis. Ja. Und sehen Sie da Möglichkeiten, dass der Adel hier nochmal eingreifen kann? Also ich würde sagen, es entwickelt sich ein ganz neuer, ein anderer Adel. Ich glaube nicht, dass der Adel unbedingt der zukünftige Adel auch ist. Es werden sicher viele, weil sie diese Werte weitergetragen haben bis heute und auch in der Zukunft. Aber es gibt in der Zwischenzeit auch bürgerliche Familien, die diese Werte erkennen und die diese Werte dann auch wieder in ihre Familien tragen und das so wieder immer mehr diese Werte um sich greifen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber Adel ist ja im Grunde, jedes System in der Geschichte hatte seinen Adel. Nicht selbst im Kommunismus, wo jeder doch einfach gleich sein konnte, lebten die auch in der Nomenklatura, die haben gegessen wie die Fürsten, haben sich bedienen lassen wie die Fürsten und so weiter. Also es kommt immer darauf an, Adel muss dienen, Adel muss sagen, so im ritterlichen Sinn, und deswegen haben wir auch unseren Ritterorden wieder, den Schwachen zu helfen und den Schwachen die Möglichkeit zu geben, genauso zu werden wie ich letztendlich. Die Werte in sich entstehen zu lassen und gedeihen zu lassen und so weiter. Und das ist diese Wertigkeit, die wird Gott sei Dank immer stärker. Das ist schön. Die Frage, was bedeutet Dienerschaft für Sie und was bedeutet Dienerschaft für den Adel bzw. auch für das Volk? Welche unterschiedliche Art von Dienerschaft gibt es und wie sehen Sie das? Also dienen bedeutet, ich muss ja erstmal erkennen, wo fehlt es denn im Staat? Und da ist mein Vater, wie gesagt, er hat das noch gelernt. Ja. Und so haben es meine ganzen Vorfahren gelernt, nämlich den Menschen zu dienen im Land, die es nötig haben, also die Schwachen und so weiter. Und diese Fürsorge, die da war, die fehlt mir heute vom Staat. Ja. Obwohl eine Demokratie ja von sich sagt, wir wählen eine Regierung, die für alle zuständig ist.
und die sich um alle kümmert. Ich glaube, meine Vorfahren haben sich mehr um alle gekümmert, als es heute möglich ist. Ja. Wir sehen das auch im Wappen im Hintergrund. Ihr Motto ist ja, fürchtet Gott und befolget seine Befehle. Ja. Wie wirkt sich das aus? Wie befolgen Sie dieses Motto? Ja, also man muss natürlich bewusst leben und auch bewusst erkennen, dass es hier in uns und über uns eine Institution gibt, die wir Gott nennen. Es ist ja ein menschlicher Ausdruck. Es ist einfach nur zum Bewusstsein bringen, schau nach oben und schau auf jemanden, der uns kreiert hat, der diese Welt geschaffen hat, der uns diese wunderschöne Welt auch geschenkt hat. Und gehen wir jetzt damit richtig um, dem sind wir gegenüber verantwortlich. Und befolge und diese Befehle Gottes, glaube ich, spürt jeder in sich. Irgendwann sagt er, da habe ich einen Fehler gemacht. Da hat der liebe Gott mir einen Fingerzeig gegeben, nicht wieder. Und dann vermeidet man die Fehler und man denkt an andere Menschen. Und das war im Grunde der Beruf eines Fürsten, so an andere zu denken. Nicht alle haben es geschafft, aber es war von der Grundidee war das Richtige. Und dass dann Menschen gesagt haben, okay, nach 1000 Jahren, meine Familie hat über 1000 Jahre regiert, ist dieses System mal Austausch nötig, kann ich mir auch vorstellen. Nur der Sozialismus hat sich ja illusorisch erwiesen, hat sich aufgelöst. Und ich hoffe nur, dass mit der Demokratie nicht dasselbe passiert, nämlich dass es von innen sich auflöst. Und dann kann ich nur hoffen, dass es eine gute Nachfolge gibt. Ich meine, es gibt in der Geschichte, leider sind sehr oft Diktatoren dann aufgetaucht. Das haben wir in Deutschland auch am eigenen Leibe erlebt. Und man sieht es auch weltweit, wenn man sich wirklich kümmert, was in der Welt passiert, dass da sehr viel Diktatur ist. Aber ich glaube, dass uns der liebe Gott eine Zukunft bescheren wird, die in den Werten liegen, die er uns im Grunde man muss ja nur eben mit bewussten Augen durch die Welt gehen, um zu sehen, wo sind denn die Bedürfnisse dieser Welt? Und die hat ja der liebe Gott für uns geschaffen. Ja. Und daran sollten wir uns halten. Und wenn man das macht, ist es eine wunderbare Sache. Man fühlt sich prima. Ja, das ist ehrenhaft. Schön. Wenn wir jetzt die heutige Regierung, die Sie eben auch angesprochen hatten, in ihrer Regierungsform vergleichen, da heißt es ja, Sie führen die Geschäfte, die Regierungsform. Woran unterscheidet sich die heutige Staatsführung von der Herrschaft der Adligen? Das hatten Sie eben schon grob angerissen, aber vielleicht können Sie es nochmal spezifizieren. Ja, gut. Also ich würde sagen, da muss man auch immer einen Unterschied machen. Die Herrschaft des Adels gab es nie. Der Adel war ja ein Beamtentum, das Beamtentum. Die Dynastien, wie meine Familie, die hat geführt. Und das Beamtentum hat ihnen zur Seite gestanden, um ein Land zu regieren. Wie gesagt, Adel oder diejenigen, auf die sich ein System stützt und die es braucht, um das System durchzusetzen, muss es immer geben. Also ich gehe jetzt mal davon aus, ich komme aus einer Dynastie und unsere Aufgaben waren genau das, nämlich kompetente Adel einzusetzen als Beamte, die Aufgaben richtig erfüllen. Wenn sie nicht das erfüllt haben, wie ich als Dynast sehe, dann wurde abgelöst. Nicht? Also die Qualifikation war damals sehr strikt. Ja. Die wurde aber auch gut bezahlt. Deswegen gab es eben auch reiche Adlige und weniger reiche Adlige. Die Länder, die sie bekommen haben, kamen ja von den Dynastien. Also das war eine Belohnung und so konnten eben so großartige Familien wie Bismarck und so weiter entstehen erst. Naja, aber ich würde sagen, das Allerwichtigste ist ein System, das wirklich dem gerecht wird, was es auch sagt. Wir haben leider heute so viele Politiker, die etwas vorgaukeln, was dann, wenn sie an der Macht sind, nicht eintritt. Ja. Dann sagen, ja, aber das ist eine Koalition und das geht nicht in der Koalition und das ist nicht durchsetzbar und so weiter. Also da zeigen sich gewisse Schwächen der Demokratie, die man also meiner Ansicht unbedingt revidieren muss und man muss sich wirklich immer auf die Werte besinnen, die der Allgemeinheit zugutekommt. Vielen Dank. Wo steht jetzt der Mensch an sich im Weltbild des Adligen?
Also das Weltbild des Adligen ist der Mensch, das Zentrum. Ja. Er ist, es wurde auch immer negativ ausgelegt, dass wir gesagt haben, von Gottes Gnaden. Also das hieß, also der Gott hat mich eingesetzt, mehr oder weniger, um ihn auch in seinen Werten zu verteidigen und es dem Menschen beizubringen. Meine Vorfahren zum Beispiel hatten jede Woche eine öffentliche Sprechzeit mit den Menschen. Also die Kontakte zwischen der Bevölkerung und den Regierenden waren wirklich sehr, sehr viel enger als heute. Wer geht heute schon mal zu seinem Bundestagsabgeordneter, den er gewählt hat, und sagt, du hast doch damals gesagt und versprochen, dass das Theater ausgebaut wird. Ist ja immer noch nichts passiert. Oder so, nur als Beispiel. Wer geht da hin und fordert das ein, weshalb er einen Abgeordneten gewählt hat überhaupt? Ja. Beim Fürsten konnte er das machen. Natürlich waren wir die Mittel auch beschränkter. Aber ich meine, wir hatten natürlich auch nicht die Technologien von heute und die Elektronik und so weiter. Aber ich glaube, man könnte das Ganze besser ausnutzen im Sinne des Einzelnen, der wirklich auch wahrgenommen wird und angehört wird und dem das gegeben wird, was ihm versprochen wurde. Also eine gelebte Volksnähe. Ja. Ja. Wir sind ja von der Royal Ottoman Society und wir stehen ja auch für den Erhalt der osmanischen Tradition sowie an die Erinnerung der Freundschaft zwischen den Osmanen und dem Deutschen Kaiserreich. Gab es Verbindungen zwischen dem Haus der Askanier und den Osmanen? Es gab immer Verbindungen, mal kriegerische, mal freundschaftliche. Zuletzt auch, ich meine, der Kaiser, also mein Großonkel Aribert war ja sehr eng befreundet mit Wilhelm II., der eine große Tendenz hatte mit arabischen Ländern, also der Türkei und das Ottomanische Reich und so. Das war auch ein großes Vorbild, auch an Kultur und an Wertigkeiten. Und ich meine, so der Kaiser wird sehr unterbewertet. Er hat Deutschland ja sehr viel Friedezeit geschenkt. Er hat ja die Industrialisierung des Landes vorangetrieben und war also, wie gesagt, eine lange, lange Zeit des Friedens und des Aufbaus. Und in der Zeit hat er auch sehr viel Inspiration geholt, war auf seinen Reisen in die arabischen Länder. Und also da waren die Berührungen, da ist mein Onkel auch dabei gewesen und so. Und der hat dann auch das in unser kleines Ländchen mitgebracht, was da in diesen wunderbaren arabischen Ländern, in diesen Kulturen entstanden ist und was auch bei uns Wertigkeit hat. Ich meine, heute, wenn wir hier zusammensitzen, ist ja auch so, wir sitzen ja zusammen, weil wir eigentlich gleiche Werte haben. Ja. Ich meine, hier ist Gott, ist keiner sagt, glaub an meinen Gott, sondern Gott ist da. Ja. Aber die Wertigkeit des Lebens heute, die teilen wir. Und das ist das A und O, dass wir sagen, das ist übergreifend in der ganzen Welt. Die Werte, die kann keinem schaden, das ist keine Zwang und nichts. Das ist etwas, was jeder, der einigermaßen intelligent und sozial ist, praktizieren sollte. Wunderbar. Dann Deutsche und Türken leben ja hier im Land seit vielen Jahrzehnten auch zusammen. Was können denn die Osmanen und die Askanier voneinander lernen und wie kann an diese Freundschaft weiter erinnert werden und diese ausgebaut werden? Wie können auch diese Werte wieder im Volk bekannt gemacht werden? Also ich muss sagen, ich bin da belastet schon von vornherein, weil ich war in Garmisch mit zwei wunderbaren türkischen Jungen aus Izmir in der Schule. Ja. Und wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Leider habe ich sie nie besuchen können, weil ich dann selber in alle Welt reisen musste. Aber also von denen habe ich sehr, sehr viele Inspirationen. Auch die Eltern, die kamen dann nach Garmisch, da wo die Schule war. Und deswegen war ich immer von vornherein, war für mich die Türkei ein wunderbares Land mit offenen Menschen und Riesenkultur und so. Also diese Jungs aus Izmir haben meine Beziehung zur Türkei von klein auf geformt.
Aber das ist sicher eine Ausnahme. Dann kamen später Gastarbeiter und so weiter. Da wird eben über die Integration gestritten und die Deutschen haben ja auch keine Ahnung mit Integration und so weiter. Also da ist viel zu verbessern. Aber ich kenne auch heute türkisch-deutsche, deutsche Türken, die diese Kultur hereinbringen und mit denen ich wunderbar mich heute auch noch unterhalten kann über alle Probleme hier und auch in der Türkei. Die gehen natürlich auch durcheinander und wir sind nicht immer einer Meinung, aber wir sind wenigstens in der Lage, noch zu diskutieren. Besser als mit vielen meisten und den meisten Deutschen ich heute über die deutsche Problematik reden kann. Die ist ja riesig groß und wird immer größer. Aber die Türken, die ich kenne, sind Macher. Und die sind, ja, also von denen habe ich viel gelernt und war auch dann in Istanbul und so und habe auch Ferien gemacht in der Türkei und mir dann auch noch angesehen, alles drum und dran. Also ich bin da also von vornherein positiv belastet und das war einfach überhaupt nie ein Problem, da auch sofort einen Kontakt zu machen. Wunderbar. Haben Sie auch persönlich vielleicht Erfahrungen gemacht mit dem Sufismus oder haben Sie vielleicht mal Goethes westöstlichen Divan gelesen oder Jalaluddin Rumi? Ja, das habe ich natürlich auch gelesen, aber ich meine auch hier durch unsere Begegnung und in Ludwigshafen die Begegnung mit den Sufis und so, das hat mich immer schon fasziniert. Also wie kann man sich so bewegen und dann, ja, wo kommt die Inspiration her? Und der Sufi hat mir dann erzählt, ich habe die eine Hand nach oben und dann bekomme ich vom lieben Gott die Inspiration und mit der anderen gebe ich es an euch weiter. Das hat mich fasziniert. Wunderschön. Ja. Ja, also das ist so in den Bewegungen, ist auch so, das wird dann so plastisch, hat dann so eine unglaubliche Strahlung. Und ja, das ist auch ein Grund, warum wir heute hier zusammensitzen, weil es einfach so eine aktiver, positiver Glaubensübertragung ist und Vermittler zwischen meinem Gott und dem Gott, der uns alle ja, von oben betrachtet und so. Und das gebe ich jetzt weiter und gebe dir Kraft. Ja, setz dich für die Werte ein. Wunderschön. Dann danke ich für dieses wunderschöne Interview herzlichst und ich hoffe, dass die Zusammenarbeit weiter fruchtet. Und ich bedanke mich nochmal herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Gerne. Vielen Dank. Eure Hoheit. Ja. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen der Royal Ottoman Society bedanken wir uns bei unserer Hoheit für die Gastfreundschaft und Interview und Empfang. Ja, also ich wiederhole, ich freue mich immer, wenn Sie kommen, Effendi, zu uns. Sie sind ein Verbindungsglied zu einem wunderbaren Wertekomplex, die repräsentiert werden durch Scheich Mohammed und Scheich Bahadin, die ich ganz, ganz herzlich grüße von hier und sehr, sehr wünsche, dass Sie bald zu uns kommen, denn unsere gemeinsamen Werte sind eigentlich das, was die Menschheit braucht. Und ich bitte ganz herzlich, kommen Sie und seien Sie unser Gast in Berlin oder hier in meiner Heimat auf Schloss Ballenstedt. Danke. Thank you very much.